Die gerade Straße durch den kanadischen Nadelwald, getaucht in die goldenen Farben des Herbstes, ruhig und weitläufig. Eine Familie Schwarzbären erschien, die Bärenmutter an der Spitze, gefolgt von 4 entzückenden kleinen Jungen. Die Autofahrer auf der Straße bremsten sofort ab und hielten ihre Fahrzeuge mitten auf der Straße an, um den seltenen Anblick zu beobachten. Die Bärenjungen rannten hintereinander her und blieben gelegentlich stehen, um zu kämpfen und zu spielen, was viele Menschen sowohl erschreckte als auch aufgeregt machte. Die Bärenmutter drehte vorsichtig ihren Kopf und achtete mit wachsamen Augen darauf, dass keines ihrer Jungen zu weit zurückblieb. Die Bären bewegten sich trotz der Geräusche mehrerer Fahrzeugmotoren in der Ferne weiterhin langsam. Einige Fahrer holten ihre Telefone heraus, um das Geschehen aufzuzeichnen, blieben jedoch ruhig, um die Bären nicht in Panik zu versetzen. Die scheinbar friedliche Szene war voller Gefahren, da das Bärenjunge die Konzentration zu verlieren schien. Samuel, ein Ranger aus der Gegend, erhielt einen Bericht von den Einheimischen und eilte zum Unfallort. Er wusste, dass der Winter nahte und die Bärenfamilie bald einen Unterschlupf finden musste. Beim Überqueren der Straße blieb ein Bärenbaby plötzlich stehen und setzte sich müde hin. Die Bärenmutter drehte sich um und zog ihr Junges vorsichtig mit der Schnauze hoch, aber der kleine Körper schien zu schwach. Die verbleibenden Bären rückten weiter vor, während der schwache Bär einfach flach auf der gelben Linie liegen blieb. Die Bärenmutter versuchte es geduldig noch einmal und mühte sich ab, ihr Junges mit dem Maul hochzuheben, doch es fiel sofort herunter. Das Geräusch von Autohupen in der Ferne verstärkte den Stress der Mutter und ihre Sorge um ihre Kinder mitten auf einer gefährlichen Straße. Das Bärenbaby hechelte, die Augen halb geschlossen, und war offensichtlich nicht stark genug, um mit seiner Familie weiterzugehen. Die hinteren Fahrer sahen sich nervös an, einer zückte sein Telefon und rief sofort den Förster an. Die Bärenmutter stand da und sah ihr schwaches Junges an. Ihre Augen waren traurig und zögerlich, als wolle sie noch mehr Hoffnung haben. Die 3 verbliebenen Jungen zwitscherten nach ihrer Mutter und drängten sie, diesen gefährlichen Pfad schnell zu verlassen. Schließlich gab die Bärenmutter hilflos auf und führte die restlichen 3 Jungen langsam in den Wald. Die Zeugen schwiegen, da sie wussten, dass dieser Moment den größten Schmerz mütterlicher Liebe in sich trug. Samuel kam an und sah die Szene. Es schmerzte ihn im Herzen, als er das zurückgelassene Bärenjunge sah. Samuel stellte den Wagen ab und stieg vorsichtig aus, da er das Bärenjunge nicht noch mehr erschrecken wollte. Der Bär lag zitternd da, sein Atem war schwach, seine Augen trüb vor Erschöpfung und Krankheit. Er wickelte das Bärenbaby sorgfältig in eine dicke Decke, um ihm Wärme zu geben und die Kälte zu vertreiben. Als er ihn hochhob, fühlte Samuel, dass sein Körper leicht und schwach war, ganz anders als die ihm innewohnende Stärke des Bären. Er setzte das Bärenjunge in das Spezialfahrzeug, startete den Motor und eilte zum nächsten Rettungszentrum. Im Auto bewegte sich das Bärenjunge leicht und stöhnte ein paar Mal leise, als würde es um Hilfe bitten. Samuel beruhigte es weiterhin, fuhr und versprach im Stillen, alles zu tun, um es zu retten. Im Zentrum untersuchte der Tierarzt den Bären und bestätigte, dass er krank war und dringend behandelt werden musste. Die Menschen verabreichten dem Bären intravenös Flüssigkeit, maßen seine Temperatur und überprüften seine Atmung, in der Hoffnung, ihn aus der Gefahrenzone zu retten. Samuel stand draußen und beobachtete mit klopfendem Herzen ängstlich jede Bewegung der Ärzte. Ein Arzt wandte sich ihm zu, nickte leicht und berichtete, dass das Bärenjunge vorübergehend außer Gefahr sei. Samuel atmete erleichtert auf, wusste aber, dass die Tortur noch nicht vorbei war. Er betete im Stillen, dass die Bärenmutter warten könne, um eines Tages wieder mit ihren Jungen vereint zu sein. Am nächsten Morgen, als Samuel gerade mit dem Frühstück fertig war, klingelte das Telefon mit einem dringenden Anruf. Ein Anwohner berichtete, dass ein weiteres Bärenjunges in der Nähe des unbebauten Grundstücks hinter seinem Haus zurückgelassen wurde. Samuel packte sofort sein Werkzeug ein, startete das Auto und fuhr direkt zum angegebenen Ort. Als er ankam, fand er den kleinen Bären zusammengekauert im Gras, seine Augen waren glasig und sein Körper zitterte. Er näherte sich langsam, stellte die Wasserflasche vor seine Schnauze und ließ das Junge jeden kostbaren Tropfen auflecken.
Nach einigen Minuten schien der Bär wacher zu sein, seine kleinen Beine zitterten, als er versuchte aufzustehen. Samuel wickelte es vorsichtig in die Decke, trug es zum Auto und wiederholte die Aktion, die er am Tag zuvor durchgeführt hatte. Bei der Ankunft im Zentrum bestätigte der Arzt, dass das Bärenjunge nur schwach sei und sich nicht in Lebensgefahr befinde. Die Nachricht löste in Samuel Erleichterung aus und seine Augen strahlten vor Vertrauen in dieses kleine Leben. Er lächelte, da er wusste, dass die Chance auf ein Wiedersehen der Bärenfamilie näher rückte. Währenddessen führte die Bärenmutter ihre beiden verbliebenen Jungen weiter durch die gelben Blätterwälder. Sie blieb oft stehen und hob den Kopf, um zu lauschen, als hoffte sie, Signale von den verlorenen Tieren zu empfangen. Die beiden Bärenjungen plapperten Seite an Seite und wussten nicht, dass ihre älteren Geschwister im Rettungszentrum waren. Bärenmütter suchen nach Beeren, Wurzeln und anderen Nahrungsmitteln, um ihr Rudel gesund zu halten. Im Zentrum werden 2 Bärenbabys sorgfältig gepflegt, mit nahrhaftem Brei gefüttert und in ein warmes Nest gelegt. Samuel kam jeden Tag zu Besuch, saß neben dem Käfig und flüsterte sanfte Worte der Ermutigung. Er wusste, dass sie nicht alles verstanden, was er sagte, aber er glaubte, dass seine Anwesenheit sie tröstete. Die klaren Augen leuchteten allmählich auf und brachten Hoffnung für den Tag des Wiedersehens. Jedes Mal, wenn er sah, wie die beiden Jungen versuchten zu laufen, lächelte Samuel zufrieden. Er versprach sich im Stillen, dass er kein Leben aufgeben würde, wenn es noch eine Chance gäbe, es zu retten. In seinem Herzen wurde die Verbindung zwischen Mensch und Natur heiliger als je zuvor. Die Bärenmutter zog weiter nach Norden und suchte nach einer sicheren Höhle für den langen, harten Winter. Nach einer Woche Behandlung waren die beiden Bärenbabys gesund und hatten glänzendes Fell und strahlende Augen. Die Ärzte bestätigten, dass sie stark genug waren, um in die Wildnis zurückzukehren, was Samuel äußerst glücklich machte. Er bereitete ein spezielles Fahrzeug vor und setzte die beiden Bären vorsichtig in einen sicheren Käfig. Sein Herz war voller Emotionen. Der Weg in den Wald war an diesem Tag mit gelben Blättern bedeckt. Das Licht des frühen Morgens schien durch die kahlen Bäume. Als er einen vertrauten Wald erreichte, erkannte Samuel die Silhouette der Bärenmutter und ihrer beiden verbliebenen Jungen. Er stellte den Wagen ab, saß einen Moment still da und öffnete dann langsam die Käfigtür, damit die beiden kleinen Bären heraussteigen konnten. Zuerst war die Bärenmutter misstrauisch und stand vor ihrem Jungen. Ihre Augen waren voller Zweifel und Sorge. Doch schon nach wenigen Sekunden erkannte sie den vertrauten Geruch und eilte sofort zu ihren beiden Kindern, um sie zu umarmen. In diesem Moment kamen Samuel die Tränen stiegen ihm in die Augen, als er die heilige Mutterliebe erlebte. Die 3 Bärenjungen schnatterten und klammerten sich an ihre Mutter, wobei sie fröhliche Geräusche machten, die wie Musik im Wald klangen. Die Bärenmutter leckte das Fell jedes ihrer Jungen, als wolle sie alle körperlichen und seelischen Wunden heilen. Samuel trat leise zurück, da er diesen kostbaren Moment nicht zerstören wollte, und überließ der Natur die Heilung. Er wusste, dass die Bärenfamilie nach ihrer Tortur auf Leben und Tod nun stärker war als je zuvor. In seinen Augen waren sie nicht nur wilde Tiere, sondern Symbole der Liebe und Hoffnung. Eine Familie kommt wieder zusammen und ist bereit, dem bevorstehenden harten Winter entgegenzutreten. Nach der Wiedervereinigung verließ die Bärenfamilie schnell das Gebiet und suchte nach einer warmen Höhle, um den Winter zu verbringen. Der tiefblaue kanadische Herbsthimmel und die stillen Reihen kahler Bäume sind Zeugen einer menschlichen Geschichte. Samuel kehrte zurück, sein Herz erfüllt von Glauben und Dankbarkeit für die Weite der Natur. Er verstand, dass mütterliche Liebe und Güte immer alle Hindernisse überwinden, egal wie hart sie sind. Die Menschen in der Gegend waren von der Geschichte bewegt und lernten, sich sicher zu verhalten und die Natur zu respektieren. Die Geschichte der Bärenfamilie wird zu einer schönen Erinnerung, die die Menschen an die heilige Bindung erinnert. Samuel setzt seine Arbeit als Ranger fort und patrouilliert jeden Tag durch den Wald, in der Hoffnung, dass keine weiteren Jungen zurückgelassen werden. Und mitten im kalten Winter schlief die Schwarzbärenfamilie friedlich zusammen.